als Sie das letzte Mal eine Kaufentscheidung getroffen haben, bei der Sie so viel oder ein Vielfaches ausgegeben haben? Wie haben Sie da eigentlich entschieden? Rational oder emotional? Bis Mitte der 90er Jahre hat uns die Wissenschaft gesagt, dass wir hiermit mit unserem Verstand Entscheidungen treffen. Dementsprechend waren auch alle Verkaufsmethoden auf die Ratio zugeschnitten. Es hieß Beziehung aufbauen, analysieren, Nutzen aufzählen, abschließen. Dann Mitte der 90er Jahre, der große Paukenschlag der Wissenschaft. Auf einmal hieß es, wir entscheiden gar nicht vernünftig und rational, sondern hiermit, mit dem limbischen System. Emotional getrieben, impulsiv, kaum durch uns steuerbar und anscheinend auch noch die meiste Zeit unbewusst. Und eine neue Methodenwelle schwappte über uns herein, die sagte, vergesst die Ratio, ihr müsst Menschen emotional überzeugen und abholen. Grundsätzlich richtig, sagt Professor Roth von der Universität in Bremen, wenn es um sogenannte niederschwellige Entscheidungen geht, also um wenig Geld oder im Zeitdruck, im Affekt. Was aber, wenn es um viel Geld geht? Was, wenn wir Zeit haben zu überlegen? Hier sagt Professor Roth, treffen wir unsere Entscheidungen mit dem limbischen System der dritten Ebene und das greift immer integrativ auch auf unseren Verstand zurück. Und auf Basis genau dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir in über zweijähriger Arbeit die Brain Sales Methode entwickelt. Und sie ist die erste und einzige, die ihre Teilnehmer in die Lage versetzt, ganz gezielt, wirkungsvoll emotionale Kaufimpulse zu setzen und gleichzeitig rationale Kaufhemmnisse zu verhindern. Marlene Stulle, Geschäftsführerin eines Ford Autohauses in Stuttgart, schreibt dazu: Ich habe schon viele hausinterne Schulungen erleben dürfen. Brain Sales ist nach allem, was ich kennengelernt habe, völlig anders. Das erste Mal wird der Umgang mit unterschiedlichen Charakteren in den Mittelpunkt gestellt. Die Methode ist einfach, praxistauglich und hat mich einen Riesenschritt nach vorne gebracht. Zunächst einmal zur Aussage völlig anders. Ist Brain Sales anders oder ist es nicht einfach so, dass es eine rationale und eine emotionale Verkaufsmethode gibt, die wir dann einfach verknüpft haben? Nun, das ist so, als würden Sie sagen, ich nehme eine Ameise und einen Bären und mache daraus einen Ameisenbären. Sie sehen an dem Beispiel, das ist nicht ganz so einfach. Und auch wenn das hier ein Kopf und Beine hat, so ist es doch etwas völlig anderes als das, was es davor gab. Mit unterschiedlichen Charakteren umgehen. Wenn Sie das nicht beherrschen, dann ist das so, als würden Sie versuchen, mit einem standardisierten Verkaufsschlüssel unterschiedliche Schlösser öffnen zu wollen. Selbstredend, dass das nicht so optimal funktionieren kann. Und deshalb lernen Sie bei uns in diesem Videokurs in Teil 1, wie Sie zunächst einmal das hier schnell und sicher erkennen. Welche Emotionsprofile gibt es, welche Emotionsprägungen kann ich beobachten und wie kann ich dann darauf angepasst kommunizieren? Lassen Sie mich an dieser Stelle gleich ganz deutlich sagen, Teil 1 ist wirklich das Fundament. Ohne Teil 1 sind Teil 2 und Teil 3 nicht anwendbar. Und angepasst kommunizieren heißt durchgängig von der Vorbereitung über den Beziehungsaufbau, über die Analysephase, über unsere Benefit Chain bis hin zum Abschluss. Angepasst kommunizieren. Denn schauen Sie, wenn Sie nach Frankreich gehen, dann tun Sie sich leichter, wenn Sie dort Französisch sprechen können, wenn Sie in England Englisch sprechen können. Und genauso ist es auch hier. Ohne diese angepasste Kommunikation können Sie keine wirkungsvollen emotionalen Kaufimpulse setzen. Denn was den einen emotional anspricht, lässt den anderen wiederum völlig kalt. Wo der eine einen hohen Ratioanteil braucht, da braucht der eine einen geringeren und einen umso höheren emotionalen Anteil. Ist das kompliziert? Ist das schwierig zu lernen? Nein, vieles, was Sie hier sehen werden, wird Ihnen intuitiv bekannt vorkommen. Und ich gebe Ihnen nur das Modell dazu, dass Sie es in der Praxis auch anwenden können. Sie kriegen hier im Kurs inklusive vollständige Teilnehmerunterlagen und eine Verkaufshilfe. Und ich werde Sie wie im Training nicht einfach nur berieseln, sondern ich werde Ihnen theoretische Wissensimpulse geben und Sie dann sofort auffordern, etwas zu erarbeiten und draußen in der Realität anzuwenden und zu machen. Denn wenn Sie es gemacht haben, dann haben Sie es verinnerlicht und dann machen wir mit dem nächsten Schritt weiter. Und
Ganz gleich, ob Sie sagen, ich will etwas Innovatives anders verkaufen als andere, ich möchte ein Verkaufsturbo, mir ist wichtig, dass es wissenschaftlich fundiert ist, oder Sie wollen einfach ein besserer Beziehungsmanager sein, ganz gleich, wie Ihr Motiv aussieht. Für den Bruchteil dessen kriegen Sie hier eine mit einem internationalen Preis ausgezeichnete Methode, mit der Sie das hier bei Ihren Kunden erkennen, das hier dann zielsicher und wirkungsvoll ausüben, und am Ende haben Sie dann diese magnetische Sogwirkung, dass Ihre Kunden unbedingt bei Ihnen kaufen wollen. Und Marlene Stulle sagt, mit Brain Sales kommt es mir vor, als würde ich bei einem Wettrennen in einem Formel-1-Boliden neuester Bauart gegen Konkurrenten auf Fahrrädern donnern. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Mein Name ist Sinischa Trisic von Brain Sales. Gehirn freundlich verkaufen.